Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video geht es um die Druckeinstellung auf einem Instrument. Vor allem, was das für Auswirkungen hat, wenn das nicht passt. Es zahlt sich aus, dass man sich mit dem wirklich näher beschäftigt. Wie immer gibt es davon mehr nach dem Intro. Danke, Tobias. Wenn man ein Instrument in die Hand nimmt oder wenn man ein Instrument fertig macht, dann fängt es ja schon an, wie hoch setzt man den Hals ein, was ist da der Überstand vom Hals über die Decken. Das nächste ist, was habe ich für einen Winkel drauf, dann, was brauche ich für Steghöhe am Instrument und wie hoch ist der Untersattel. Ja? Jetzt habe ich, wenn ich ein Instrument angreife, ja, und ich spüre mit den Fingern sofort, ob die 4 Seiten gleichmäßig einen Widerstand bieten und gleich leicht oder gleich schwer niederzudrucken sind oder ob das unterschiedlich ist. Wenn es unterschiedlich ist, liegt sehr oft daran, dass die Achse von dem Instrument nicht stimmt. Das heißt, da ist dann entweder das Loch vom Knopf und damit der Knopf irgendwie auf einer Seite. Das heißt, die Längsachse vom Instrument stimmt dann nicht und ich habe zum Beispiel auf der C-Seite bei der Bratschnitzer oder auf der A-Seite einfach zu viel Druck. Das heißt, die unteren Seiten, wenn bei der A-Seite zu viel Druck ist, würden dann einfach nicht den Widerstand bieten, dass man wirklich einen guten Ton rausbringt und das obere wird schwerer ansprechen. Es kann auch passieren, dass der Hals sozusagen leicht schief drinnen ist. Das gehört korrigiert. Sowohl der Hals gehört richtig eingesetzt, als auch das Loch gehört unten richtig. Und das soll mit der Achse. Eine kurze Zwischenfrage noch. Kontrollierst du den Druck eher näher zum Obersattel im Vergleich zu Obi, wenn du in die Lage rutschen würdest als Musiker, ob dort auch der Druck? Nein, ich mache es eigentlich in der Mitte von der Seite. Ja? Und nur auf die Gleichmäßigkeit? Genau, ich schaue es da nur mal an, ob das gleichmäßig ist. Ein Instrument bietet zum Beispiel keinen entsprechenden Widerstand für den Musiker beim Spielen. Dann heißt es nichts anderes, wie das Instrument hat zu wenig Druck. Kommt da nicht der Klang außer den man sich erwartet. Dann ist die erste Überlegung, die man hat, die Steghöhe. Wenn der Steg sowieso die Seitenlage ein bisschen nieder ist, dann geht man her und macht ein bisschen einen höheren Steg auf. Ich zeichne euch das jetzt auch nebenbei mit. Ich fange jetzt einmal an, damit man das leichter versteht. Wenn ich halt da das Griffbrettel habe, ja, da den Obersattel habe, da steht mein Steg und da habe ich den Seitenhalter und da habe ich den Untersattel. Ja. Dann habe ich da automatisch einen bestimmten Winkel. Ja. Wenn ich den Steg niederer mache, dann wird der Winkel größer. Also ich zeichne das jetzt nur herunten mit 2 Strich übertrieben auf, dann schaut das halt so aus. Ja. Und dieser Winkel ist definitiv größer als der obere. Ja. Das heißt, es kommt da weniger Druck über den Steg auf die Decken. Ja. Also, das, was einmal stimmen muss, ist je nach der Seite, die gespielt werden soll, weil sie in verschiedenen Amplituden schwingen, habe ich einmal, und zum Musiker muss es auch noch passen, habe ich eine bestimmte Seitenhöhe von den Seiten, das ist das da, obi zum Griffbrettel, das ist die Freiheit, die ich brauche. Ja? Die Gleichmäßigkeit der Seiten, die spürst mit den Fingern. Wie gesagt, wenn ich jetzt den Steg niederer mache, um zum Beispiel eine Seitenlage zu korrigieren, weil sie zu hoch ist, dann wird automatisch auch der Druck niederer. Ja? Habe ich dann zu wenig Druck, kann ich noch hergehen und den Untersattel da ein bisschen niederer machen. Allerdings muss ich immer aufpassen, wenn ich das zum Beispiel niederer mache, diesen Untersattel, dann müsste auch der Steg ganz leicht nach hinten geneigt werden, ein bisschen mehr, damit er in der Winkelsymmetrale drinnen ist. Ja? So, wenn ich heute hergehe und ich habe ein ganzes Instrument, das zeige ich jetzt nochmal im Instrument, ich habe dann Überstand vom Hals auf die Decken. Ja? Wenn ich das kleiner will, das Maß, ja, und ich brauche aber trotzdem die gleiche Steghöhe, dann muss im Prinzip natürlich die Neigung ein bisschen stärker sein. Das heißt, der Druck vergrößert sich wieder. Wenn ich den Hals anders einsetze vorhin beim Instrument und ich gehe sozusagen mit einem anderen Winkel und ein bisschen tiefer ein, um die gleiche Steghöhe zu haben, dann passiert nichts anderes wie, dass der Steg in Wirklichkeit ein kleines bisschen nach vorgeschnitten kehrt, ja, damit er wieder in der Winkelsymmetrale ist. Das heißt, ich habe eigentlich genau 2 Möglichkeiten. Also
wenn die Steghöhe einmal stimmt zum Griffbrettel, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich es vorn verändere, wenn es nicht passt, beziehungsweise hinten verändere, wenn es nicht passt. Ja? Und was sind die Auswirkungen, wenn das nicht, also wenn es nicht stimmt, der Druck auf einem Instrument, dann heißt es nichts anderes, wie dass das entweder sehr schwer ausspricht, weil es zu viel Druck hat, dann kann man sie mit so einer Korrektur helfen, beziehungsweise mit dünneren Saiten. Das sind dann halt weiche Saiten, weil die einfach auch weniger Druck ausüben. Ja? Hobby. Zu wenig Druck auf einem Instrument, das heißt, es geht alles viel zu leicht und es kommt viel Luft. Ich kann den Ton nicht fokussiert erzeugen. Ja? Dann ist es zwar leichter spielbar, ja, aber ich habe klanglich das Ergebnis nicht. Dann kann man sich wieder helfen, indem man stärkere Saiten aufgibt. Das geht allerdings, das ist nur ein kleiner Bereich, wo ich entweder dünnere, mittlere oder starke Saiten nehme. Viel mehr ändern tust du im Prinzip, indem entweder der Untersattel da niedriger gemacht wird oder höher gemacht wird, wenn es notwendig ist, beziehungsweise die Halsneigung korrigiert wird. Ja? Und da gibt es halt ein paar so Regeln. Das heißt, habe ich ein Instrument, das in der Brust, das da sehr breit ist, brauche ich eine bestimmte Steghöhe, damit ich auch die Freiheit zu den Rändern habe. Ja? Wenn das schmäler ist in der Brust, habe ich da mehr Spielraum. Ja? Habe ich aber klanglich allerdings dann halt auch nicht das Gleiche. Nicht? So. Was ist, wenn Bassbalken zum Beispiel nicht passt, von der Vorspannung her, und das Instrument auf der Seite einfällt, wird da immer wieder mal dann auch zum Beispiel der Steg angepasst, dass ein bisschen weniger Druck aufs Instrument kommt, um dem entgegenzuwirken? Und ist das, ratsam oder nicht? Nein, wie sollte man das am besten sagen? Das ist eigentlich eine Geschwindlösung, aber keine, die funktioniert. Du kannst zwar Druck wegnehmen, dadurch sinkt es logischerweise ein kleines bisschen weniger ein, ja, aber es sinkt trotzdem weiter. Ja. Und du verlierst die Leistung. Und jetzt muss man noch eins wissen. Wenn ich vorhin zum Beispiel auf der Decken diesen Halseinsatz habe, nicht? Ich habe da meinen Deckenrand, da habe ich die Zagen und da habe ich sozusagen dieses Bodenblattel drauf. Ja? Und das ist der Hals. Ja? So, wenn ich das Maß, je größer das wird, dieses Maß da, ja, desto stärker wird natürlich auch der Hebel, der da umwirkt, der in die Richtung drückt durch den Seitenzug. Das heißt, je weiter ich da aufgehe, desto stärker wird logischerweise die Decken gestaucht und der Boden gespannt. Ja? Also das sollte man mit zweit außergehen, das sollte man nicht übertreiben. Ja? Ich mache es bei der Geigen so zwischen, sagen wir mal, 5 und 7 mm, bei der Bratschen ist es ungefähr 1 mm mehr. Ja? Also 6 bis 8 mm. Weil wenn ich da zweit aufgehe, dann habe ich im Prinzip einen ähnlichen Effekt, wie wenn ich unten zum Beispiel bei den Unterzagen, beim Knopf, wenn ich da wenn der Knopf so ist, dass die Henkelseiten zum Beispiel eben, das ist der Sattel unten, dass die Henkelseiten derartig schräg rausgeht, habe ich das gleiche mit diesem Kippeffekt, dass das auch übermäßig gestaucht wird, die Decken in der Richtung, beziehungsweise der Boden eben übermäßig gespannt wird, auseinandergezogen wird. Und das Gleiche passiert natürlich auch genau da herum, wenn der Halseinsatz relativ hoch draußen ist, ja, dann habe ich einen ganz anderen Hebel, der da zum Kippen anfängt. Ja. Und es gibt so einen Blick, den man macht. Man schaut so oben beim Instrument, und zwar der Decken entlang, ja, und ich schaue darauf, dass sozusagen der untere Teil von dem Decken, genau dort, wo die Leimfläche ist oder die Leimebene ist, das sollte in etwa die Oberseiten von dem Sattel sein. Dann habe ich einen Druck, mit dem ich aus meiner Erfahrung her sehr, sehr gut zurechtkomme. Das heißt, dann ist es sehr leicht, das Instrument einzustellen. Ja? Ist es weiter drunten, dann kann es sein, dass das zu viel Druck wird, oder es muss das Instrument halt einfach auch relativ stark gebaut sein von den Holzstärken, dann braucht es mehr Druck, beziehungsweise wenn das weiter oben ist, weil ich zum Beispiel da viel weiter rausgehe, ja, dann tue ich mir schwer, dass ich nur Druck zusammenbringe auf einem Instrument. Ja? Wenn die Wölbung oder wenn das Instrument sehr bauchig ist und man muss mit dem Halseinsatz ein Stickel außerschauen, du musst jetzt nicht irgendwie indirekt Papa-Bashing machen wegen Bauch und so. Habe ich jetzt Papa gesagt? Ja, mir kommt fast vor. Nein, ich glaube, ich habe irgendwas mit bauchig gesagt. Ja,
Wenn der Holzeinsatz dann ein Stück weiter ausschaut, sollte es mit der Leimfläche, mit der Ebene von der Decke und der Oberkante vom Obersattel immer noch in etwa auf einer Ebene liegen? Ich mach's so, ja. Okay. Aber ich bewege mich ja da. Also du hast ja einen Korpus bereits fertig, bevor du den Hals einsetzt. Und sobald der Korpus fertig ist, hast du auch ein Gefühl, was brauche ich da in etwa. Das heißt, gehe ich eher an die untere Grenze vom Halsüberstand oder gehe ich eher an die obere Grenze. Dass das mit dieser Leimfläche Oberseitensattel, dass das zusammenstimmt, das ist was meiner Erfahrung nach irgendwie das beste Resultat bringt und noch am leichtesten zum Einstellen ist. Vor allem könnte ich die Halsneigung ja auch noch ein bisschen variieren, dass ich nicht zu viel rauskomme vom Halseinsatz. Naja, dass da es sich veränderst, eher auch du, wieder da ausgeht. veränderst du den Den Druck. ganz entscheidend. Natürlich. Ja? Das kann ich nicht nur über das einstellen. Nein, das muss eben zusammenstimmen. Ja. Und wie gesagt, wenn ein Instrument dann also sperrig ist, nicht wirklich tut, oder es kommt viel Luft, dann hat es genau solche Hintergründe. Ja? Dass man sich genau das einmal anschauen muss, ist es in der Und- Längsachse, passt das, Genau. passt der Und- Winkel. Und wie gesagt, mit Saiten, es gibt dann Leute, die kaufen verschiedenste Saiten ein und probieren aus und geben dafür gar nicht wenig Kohle aus in Summe. Also wenn sie da halt mit einem Kontrabass oder mit einem Cello spielst mit Saiten, dann bist geschwind einmal viele Scheinchen los. Und gescheiter wäre es eigentlich, Und- diese Basics zu überprüfen. Genau, und in Vorher. Wirklichkeit kommst du zu keinem Ergebnis, das befriedigend ist. Du Noch ein, kannst- noch ein lustiger Punkt, es soll ja schon mal vorkommen sein, dass bei dem einen oder anderen Cello, ein antike Celli vor allem, der Hals nicht so ganz stabil drinnen ist. Was passiert denn, wenn es dann unter Seitenzug ist und das Kippen anfängt? Dann ändert sich das auch alles wieder. Ja, nein, da gibt es viele wundersame Dinge. Das ist nicht so. Naja. Nur, Naja. wie gesagt, ich verstehe halt meinen Job so, dass wenn es jetzt ein Problem gibt mit einem Instrument oder wenn man es baut, dass das Ergebnis natürlich befriedigend sein soll. Und wie gesagt, Also Prokrastination, aussitzen. ist eine Möglichkeit. Ja, es ist eine Möglichkeit, aber sie wird nicht zum Ziel führen. Oder es gibt noch die Möglichkeit, man kann sich also durchaus, wenn man da das Geschick dafür hat, man kann sich das auch einreden, dass das alles wird. Meine Erfahrung ist, nein, Sachen kehren gescheit gemacht. Dann ist es gelöst. Ja, so. Ja, wie gesagt, ich habe mir nur gedacht, ich mache über das ein Video, weil das oft ein Thema ist und oft ein Problem darstellt. Ja? Und wenn es natürlich geht, sage ich mal ganz einfach, dass man von mir aus beim Hals einen kleinen Ebenholzkeil unterlegt oder irgendwas, nicht? Also zwischen Griffbrettel und Hals, um entsprechende Steghöhe zusammenzubringen, ja? Weil der Steg von der Höhe her passt vom Druck ganz gut, nur der Abstand ist eben, was weiß ich, von den Seiten aufs Griffbrettel ist ein bisschen zu hoch. Ja? Dann, das kann man durchaus machen, ja, und das ist eine Lösung, die kostet jetzt auch nicht wirklich viel. Wenn ich den Hals rausnehmen muss und wieder einsetzen muss, das ist ein bisschen teurer, vor allem man sollte ja nicht alles hier auch noch machen dabei, nicht? Ja? Glaube ich halt. Es gibt immer mehrere Wahrheiten. Nein, da nicht. Nein, ich habe es schon mal erwähnt, also schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid, aber wahrscheinlich ist es halt dann nicht die richtige. Mich hat gefreut, dass ihr dabei wart und ich freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Jetzt kann ich nicht einmal mehr das Wort Video sagen. Also nochmal. Nein, es passt, es war wunderschön. Du Schleimer, du Elendiger. Du kannst ja nur sagen, es sollen alle mal daheim ein bisschen beim Hals herumwageln, schauen, ob das stabil ist. Nein, gehen wir lieber- dann reisen aus. Geben wir lieber nicht solche Tipps. Du hast jetzt nicht gesagt, was die Auswirkungen sind, sondern du hast nur gesagt, Das dauert uns zu lang. So, jetzt hat mich der Bauer wieder instruiert, was ich zu sagen habe. Mein Gott, nein. ja, weil eigentlich bin ja ich das Brain da im Hintergrund und der Papa, weil er irgendwie hübscher ist, ne, ist das Model vor der Kamera. Ja, okay, jetzt, wo du das selber sagst, also, will ich mich nicht wehren dagegen. Ne? Seiten da, Seiten dort und ich weiß nicht was. Und in Wirklichkeit passt aber das Grundlegende nicht. So ist es. Und Ja. dann kannst du tun, was du willst. Dann kannst du tun, was du Ja. willst. Jetzt habe ich gerade so ein Ding für einen Kostenvorschlag gekriegt, also ein Cello. Da sind Riss offen, der Hals ist weich drinnen, der Hals hat einen Riss durch den ganzen Hals durch, aber das Bodenbladel liegt nicht einmal mehr auf am Hals. Ich finde das schon mutig, dass man mit sowas überhaupt noch spielt. Für mich ist jetzt nicht das große Problem, ich muss ja nicht spielen damit. Nicht? Ja, in ein Auto, das so benannt war, da die nicht einsteigen, ganz ehrlich. Gut, ich darf vielleicht irgendeinen Verwandten borgen.